Herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Cloudways WordPress-Webseite so ändern, administrieren oder auch neu designen könnt, ohne dass der User am Frontend irgendwas davon mitbekommt. Selbst wenn dabei irgendetwas schiefgehen sollte und etwas nicht mehr funktioniert, bleibt eure Live-Seite davon unberührt. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin Ulf, Gründer der Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen. Wenn dich das Thema interessiert, schau in die Videobeschreibung. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, der Gruppe beizutreten, um mit uns mitzudiskutieren. Ich veröffentliche auch regelmäßig YouTube-Videos zu dem Thema. Du solltest also vielleicht ein Kanalabo in Betracht ziehen oder aber zumindest ein Like oder ein Kommentar da lassen, denn Feedback finde ich immer wichtig. Ja, worum geht's? Heute geht es wieder um Cloudways und zwar um das sogenannte Staging. Das heißt, wie bearbeite ich meine WordPress-Seite möglichst so, dass ich die Originalseite nicht zerstöre oder irgendwas installiere, was womöglich nicht funktioniert. Cloudways hat mit diesem Video nichts weiter zu tun. Ich habe auch kein Geld dafür bekommen. Ich habe aber diesen Affiliate-Link hier unten. Wenn ihr über den Dienst bucht, dann bekomme ich einen kleinen Teil auf meinem Cloudways Verrechnungskonto gutgeschrieben. Aber nicht nur ich, sondern auch ihr bekommt $15 auf euer Konto gutgeschrieben und könnt damit schon einen Teil der Serverkosten begleichen. Gut, jetzt wollen wir gar nicht weiter Zeit verlieren, sondern fangen gleich an. Cloudways Staging. Ja, wir sind jetzt in unserem frisch installierten Cloudways Server eingeloggt. Ich habe euch im letzten Video gezeigt, wie wir diesen Server anlegen. Und jetzt interessieren uns aber die Applications, sprich also die eigentlichen Webseiten, die auf diesem Server liegen. Auch das habe ich euch im letzten Video gezeigt, wie wir diesen Bereich, wie wir diese Seite anlegen und auch wie ihr eure bestehende WordPress-Seite hierher migrieren könnt mit dem Migrator-Plugin von Cloudways. Das ist also jetzt unsere Webseite. Da sind jetzt die Daten drauf, die wir gestern hierher migriert haben. Und dazu noch zwei Anmerkungen. Hier bei Application URL wird nachher euer eigentlicher Domainname stehen, also beispielsweise www.meinefotoseite.de. Weil das jetzt eine Testumgebung ist, lasse ich nochmal diesen Cloudways internen Link hier, weil ich will hier gar keine richtige Domain drauf verweisen. Aber hier würde nachher euer Domainname stehen. Euer nächster Schritt wäre dann, dass ihr auf Domain Management geht und hier würdet ihr euren Domainnamen eintragen, also als Beispiel www.meinefotoseite.de und müsstet dann bei dem Hoster, wo ihr eure Domain bestellt habt oder bei dem Service, wo ihr eure Domain bestellt habt, dann in den Domain Name Server Einträgen die entsprechende Domain hierher verweisen. Wie das geht, sagt euch der Service, wo ihr eure Domain hostet. Ansonsten kann ich aber auch noch mal ein kurzes Video dazu machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich das hier noch mal erklären soll. In der Regel dauert das circa einen Tag, bis diese Umleitung funktioniert. Also am besten macht ihr das morgens, bevor ihr zur Arbeit geht. Und wenn ihr abends wiederkommt, dann funktioniert die Umleitung vielleicht schon hier auf den Cloudways Server oder sonst halt am nächsten Morgen spätestens. Dann sollte das weltweit auf allen DNS-Servern eingetragen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollte der nächste Schritt sein, hier auf SSL-Zertifikate zu gehen. Und dann würdet ihr euch ein kostenloses Let's Encrypt-Zertifikat besorgen. Da tragt ihr hier eure E-Mail-Adresse ein und dann hier die Domain, über die wir gerade gesprochen haben, also als Beispiel www.meinefotoseite.de, geht auf Zertifikat installieren und dann bekommt ihr in wenigen Sekunden ein ein SSL-Zertifikat installiert, was ihr dann oben in der Browser-Adressleiste mit einem grünen Schloss angezeigt bekommt und dann seid ihr halt erstmal standardmäßig gut aufgestellt. Heute wollen wir uns aber vornehmlich mit dem Staging beschäftigen. Was ist Staging? Beim Staging wird sozusagen eure Live-Seite, also diese Seite, die eben auch im Internet öffentlich sichtbar ist, von der wird eine Kopie erstellt, ein Clone. Es wird sozusagen eine extra Webseite erstellt, auf die grundsätzlich erstmal nur ihr Zugriff habt und in der ihr eben sämtliche Änderungen vornehmen könnt, in der ihr neue Sachen ausprobieren könnt, ohne dabei eure Live-Seite zu beeinträchtigen. Das ist zum Beispiel immer dann sinnvoll, wenn ihr neue Plugins installieren wollt, wenn ihr überprüfen wollt, ob Updates funktionieren oder wenn ihr grundlegende Änderungen am Design oder am Inhalt machen wollt. Dann macht es natürlich Sinn, das erstmal auf einer Kopie auszuprobieren, bevor ihr das dann auf eure Live-Seite übertragt. Denn die Live-Seite funktioniert natürlich so lange weiter und User, die sich auf dieser Seite befinden, bekommen dann keinen Wartungshinweis und können nichts machen, sondern können eben problemfrei da weiter eure Seite besuchen. Insofern macht es Sinn, so eine Staging Area anzulegen und das funktioniert bei Cloudways ganz toll, nämlich mit nur einem Klick. Dazu gehen wir hier unten auf dieses kleine App-Symbol
Und da können wir eben schauen, welche Möglichkeiten wir für diese Website hier haben. Wir können sie einmal löschen, das wollen wir natürlich nicht. Und wir können eben sagen, Clone App, Create Staging, und wir können eine weitere Webseite oder eine weitere App hinzufügen. Wir wollen jetzt sagen Clone App, Create Staging und klicken da drauf. Und dann müssen wir hier den Server auswählen, auf dem wir diese Staging-Seite erstellen wollen. Das ist natürlich unser Server, nämlich der gleiche, auf dem wir auch arbeiten. Und wir wollen nicht nur eine einfache Kopie haben, sondern wir wollen ein Staging erstellen. Der Unterschied zu einer normalen Kopie ist, dass beim Staging später die Änderungen, die ihr gemacht habt, einfach per Knopfdruck zurückmigriert werden können auf eure Live-Seite. Ihr könnt auch später diese Staging-Seite bestehen lassen, und wenn ihr wieder Änderungen habt, dann braucht ihr per Knopfdruck nur die aktuellen Live-Seitendaten wieder zurückkopieren auf die bereits bestehende Staging-Seite. Das geht dann natürlich deutlich schneller. Also wir erstellen ein Staging und das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Hier oben bekommt ihr das angezeigt, Creating Staging Application. Das lassen wir mal kurz kopieren, das wird ein paar Minuten dauern und ich melde mich gleich, wenn das erledigt ist. Okay, das Klonen ist abgeschlossen, die Staging-Seite wurde erstellt. Jetzt gehen wir mal hier zurück auf Applications. So, da sehen wir sie. Staging, WordPress Test, das ist sozusagen die Kopie. Das erkennen wir natürlich an dem Staging da vorne und das schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir eben genauso Zugangsdaten wie auf der anderen Seite auch. Es ist ja quasi auch nichts anderes als eine Kopie einer Webseite. Wir haben jetzt hier wieder diese interne Cloudways URL, auf die wir zugreifen müssen. Das ist die Endnummer 086, das ist unsere Staging-Seite. Ich wechsle da mal hin, ich bin da schon im Backend eingeloggt und ja, es sieht halt genauso aus wie unsere Live-Webseite, die ist hier drüben, habe ich in einem weiteren Reiter geöffnet. Da ist quasi kein Unterschied zu sehen. Ich wechsle hier gerade hin und her, aber das ändert natürlich nichts. Gut, was können wir jetzt mit dem Staging machen? Gehen wir doch mal in das Dashboard. Gehen wir mal in die Seiten und nehmen wieder unsere Startseite vor und bearbeiten mal etwas. Wir haben ja gestern hier diesen Text geändert, der ist ja relativ augenfällig. Ändern wir den nochmal und schreiben hier Änderung auf der Staging-Seite. Und das aktualisieren wir. Und dann können wir nochmal dieses Hintergrundbild auswechseln. Hier in dem Block. Sagen wir mal, wir ersetzen das Bild durch diese Dame. Gut, das sitzt jetzt hier nicht richtig, aber das ist für den Anwendungsfall egal. So, jetzt haben wir das geändert und schauen uns nochmal an, wie das jetzt auf der Seite aussieht. Änderung auf der Staging-Seite. Hier haben wir dieses furchtbar unscharfe Bild der Frau, weil es viel zu klein ist. Und auf unserer Live-Seite ist aber alles noch wie vorher. Gut, jetzt haben wir also Änderungen auf unserer Testseite gemacht. Die finden wir gut. Dann gehen wir jetzt zurück in unser Cloudways Backend und schauen mal an, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir befinden uns im Moment auf der Staging-Seite und haben hier einen Reiter Staging Management. Wenn wir den aufrufen, sehen wir, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Wir können einmal sagen Copy Data from Staging to Live. Das ist das, was wir jetzt machen werden. Nachdem wir auf unserer Staging-Seite etwas geändert haben, wollen wir diese Änderungen per Knopfdruck auf die Live-Seite übertragen, weil wir wollen dort ja die Änderungen nicht nochmal manuell durchführen. Und wenn wir später mehrere Kundeneinträge haben auf unserer Seite, weil es Bestellungen gegeben hat und wir wollen dann etwas ändern, dann müssen wir diese Sachen, die auf der Live-Seite geändert wurden, natürlich wieder dann überspielen auf die Staging-Seite. Und damit wir nicht diese gesamte Seite nochmal neu kopieren müssen, sondern auch da nur die Änderungen ziehen, können wir eben sagen, hier Copy Data from Live to Staging. Da werden eben von der Live-Seite einfach die Daten in diese virtuelle Kopie gezogen, sodass wir dann wieder eine aktuelle Kopie haben, auf der wir entsprechende Änderungen vornehmen können, um sie dann wieder auf die Live-Seite zurückzuschieben. Also eine sehr komfortable Sache, eben immer nur mit 2 Tastenklicks. Das finde ich eine super Sache. Gut, wir sehen also Live-Seite noch nicht geändert, Staging-Seite geändert. Wir werden jetzt mal diese Änderung zurückkopieren auf die Live-Seite und sagen Push. Dann bekomme ich hier die Option eben, was soll denn übertragen werden? Sollen nur die eigentlichen Webdateien übertragen werden oder auch Datenbank-Einträge? Wir haben jetzt an der Datenbank eigentlich nichts geändert, aber ich wähle sie trotzdem mal mit aus und eben auch die HTML-Files und Bilder und alles, was wir geändert haben. Wir haben hier noch die Chance, bevor wir das übertragen, die Live-Seite einmal
einem Backup zu unterziehen. Das würde ich vielleicht sogar empfehlen, gerade wenn ihr das am Anfang ausprobiert. Falls irgendwas schief geht, habt ihr immer noch eine Möglichkeit, hier auf ein Backup zurückzugreifen. In unserem Fall lasse ich das jetzt mal weg und sage, los geht's. So, dann werden die Daten übertragen. Das wird einen kleinen Moment dauern. Und da ist die Kopie abgeschlossen. Also, wir werden jetzt von dieser Seite die Daten hier rüber kopiert haben. Und jetzt müssen wir uns natürlich angucken, ob das auch angekommen ist. Gehen wir also nochmal auf unsere Live-Seite. Hier hat sich jetzt natürlich in diesem Moment noch nichts geändert, weil wir die Seite erstmal refreshen müssen. Das machen wir jetzt. Und boom, siehe da. Alle Änderungen, die wir auf der Staging-Seite gemacht haben, sind auch auf der Live-Seite angekommen. Und natürlich funktionieren auch noch alle Links, also da ist jetzt nichts geändert. Funktioniert einwandfrei. Das Ganze funktioniert eben auch, wenn ihr Plugins installiert. Auch die werden übernommen. Wenn ihr das Design ändert natürlich, wenn ihr das Theme wechselt. Im Grunde genommen alles, was ihr an eurer WordPress-Seite ändert, selbst wenn ihr Datenbank-Einträge ändert, all diese Sachen werden von diesem Staging-Mechanismus erkannt und wahlweise hin und her kopiert. Also ich finde, es ist eine super elegante Sache, Änderungen an seiner WordPress-Seite vorzunehmen, gerade wenn man vielleicht noch nicht so firm ist in dem, was man tut und einfach mal Sachen ausprobieren will und eben auch Gefahr laufen kann, dass man mal was zerschießt. All dieses ist mit dem Staging kein Problem mehr. Wenn ihr zum Beispiel E-Commerce auf eurer Seite betreibt, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Funktionalität der Seite nicht eingeschränkt ist durch zum Beispiel fehlerhafte Updates oder Designänderungen, die dann erstmal live sind und die ihr dann wieder zurücknehmen müsst. Insofern ist diese Staging-Funktion von Cloudways, finde ich, sehr, sehr sinnvoll und sie ist auch super einfach umgesetzt. Ja, das war's erstmal zu diesem Thema. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gerne unten in den Kommentaren oder tretet unserer Facebook-Gruppe bei. Alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ja, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ändern, administrieren oder updaten könnt, ohne... Ja, ohne was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.